Seht ihr das da draußen? Das ist der Grund, warum wir abhauen. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Ich muss sagen, das Wetter in Deutschland ist einfach wieder richtig kacke. Deswegen gehen wir jetzt nach Malle. Wir sind mittlerweile auf den Malediven angekommen. Malle war natürlich das andere Malle. Wir sind mittlerweile, glaube ich, schon 3 Tage hier. Ist ja auch Urlaub, dementsprechend haben wir auch keinen Bock, jeden Scheiß zu filmen. Aber ein bisschen was zeigen wir euch. Also, das ist auf jeden Fall unsere wunderschöne Aussicht hier. Es ist wirklich das absolute Paradies, muss man sagen. Ich habe noch nie so was Schönes gesehen wie das hier. Das Wasser ist unfassbar klar, unfassbar warm. Macht keinen Unterschied, ob man hier in den Pool geht, der 29 Grad hat, oder Wassertemperatur mit 29 Grad. Sehr, sehr cool. Wir werden noch ein paar lustige Sachen machen. Wir gehen jetzt gleich erstmal schnorcheln. Dann haben wir noch was sehr, sehr Verrücktes. Denn wir brauchen natürlich hier auch einen PC. Wir müssen ein bisschen was zocken oder sowas. Deswegen haben wir einen PC mitgebracht. Und den schließen wir nachher mal an. Dazu kommen wir gleich noch. Und dann werden wir zum Schluss noch ein Q&A machen. Die Fragen konntet ihr auf YouTube und auf Instagram stellen. Ja, ich würde sagen, gehen wir jetzt erstmal eine Runde schnorcheln. Wenn ihr das nächste Mal euren Traumurlaub bucht, sowas wie das hier, da dürft ihr auf jeden Fall nicht Letyshops vergessen, weil Letyshops hat eine Cashback-Erweiterung und da könnt ihr auch bei Urlaubsreisen sehr schnell sehr viel Bargeld sparen. Es gibt zum Beispiel Booking.com, Jack24Reisen, Expedia.de, Hotels.com. Da könnt ihr in der Regel zwischen 3 und 5% sparen. Und bei so einem Urlaub hier, der mehrere tausend Euro kostet, da ist das gleich richtig viel Geld, das ihr sparen könnt. Am einfachsten ist es mit der Cashback-Erweiterung. Da seht ihr, wenn ihr die einzelnen Seiten besucht, direkt wie viel ihr sparen könnt. Und falls ihr einen gewissen Shop oder speziellen Shop sucht, geht einfach auf letyshops.com. Da gibt es eine große Übersicht, wo ihr alles sehen könnt. Natürlich gibt es abseits von Reiseportalen auch den üblichen anderen Kram wie Elektronik-Shops. Und damit würde ich sagen, geht's weiter mit diesem Video. Nachdem wir jetzt mehrere Tage schon hier verbracht haben, ich mir erstmal einen ordentlichen Sonnenbrand geholt habe hier an den Unterarmen, ist es jetzt Zeit, dass wir unseren PC hier einrichten, weil, wie gesagt, brauchen ja für YouTube und so weiter auch unseren eigenen PC hier. Dann packe ich jetzt das mal aus. Ihr seht in dem Dan-Case, ich habe mir schon vorab was Kleines gebastelt, was wir mit hierher genommen haben. Wie man schön sehen kann, da kommen schon Schläuche raus. Ich habe tatsächlich eine Custom-Wasserkühlung in ein Dan-Case reingebaut. Es hat so einigermaßen funktioniert, wie man hier sehen kann. Ich musste ein bisschen was am Gehäuse modifizieren, weil das Dan-Case ist halt einfach nicht dafür gemacht, dass man da eine Custom-Wasserkühlung einbaut. Aber ich dachte mir so, ey, wir sind hier am Meer, wir haben so viel Wasser, dann kann man eigentlich den PC auch Wasser kühlen, ohne dass man Wasser dabei hat. Wir werden dann einfach Wasser verwenden, was von da draußen kommt. Ob wir das Meerwasser verwenden können, glaube ich leider eher nicht, weil es weiter weg ist von hier, wo ich jetzt gerade bin, als ich dachte. Ich habe zwar Schlauch mitgenommen, 12 Meter, aber 12 Meter sind nicht genug, weil wir brauchen ja hin und zurück. Dementsprechend haben wir nur 6 Meter Distanz, die wir überbrücken können. Dann sind wir ja limitiert durch den Fernseher hinter mir, wo ein HDMI-Kabel rankommt. Ich hatte nur noch ein 2 Meter HDMI-Kabel. Also haben wir jetzt nicht so mega viel Distanz, weil auch das Meer unter uns, ja, ich weiß nicht, so 2 Meter unter uns ist.
bis wir dann zur Kante kommen, nach unten 2 Meter. Wird sehr, sehr eng, aber wir haben ja auch noch den Pool direkt an der Tür, deswegen werden wir es wahrscheinlich dann einfach aus dem Pool holen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal kurz, wie der PC aussieht, intern, den wir hier gebastelt haben, was da so drin steckt. Schauen wir uns erstmal die Rückseite an. Hier haben wir als Basis ein Asus X570 Strix Mainboard. Hier drauf ist ein AMD Ryzen 3800X. 3800X ist eigentlich eine komplett unsinnige CPU, die hatte ich aber noch von einem anderen Projekt übrig, dementsprechend habe ich die jetzt einfach hier reingepackt. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich eher einen 3700X genommen oder 3600. Hier haben wir eine Corsair MP600 Generation 4 PC Express NVMe SSD. Die habe ich hier so verbaut, also habe den Original Asus Heatspader runtergenommen, weggelassen, weil eigentlich sieht das so ganz geil aus, wenn der Corsair Heatspader hier drauf ist. Dann haben wir 2 Corsair Vengeance RGB LED Module. Die wird man so ein bisschen durchscheinen sehen, wahrscheinlich durch das Dan-Case Seitenteil, weil es ja so gelöchert ist. Und wenn ihr hier mal so die Fittinge beachtet, dann seht ihr, die musste ich leider so ein bisschen abschleifen, weil die Fittinge hier richtig krass am Limit waren zu der Seitenwand. Also hier musste ich so 2-3 mm wegschleifen mit dem Dremel, ansonsten hätte das Seitenteil nicht mehr drauf gepasst. Hier dann die Schläuche nach unten raus. Hier unten sitzt eine Lang DDC-Pumpe, also wir haben auch ordentlich Pumpenleistung, weil ich wusste ja nicht, was wir gegebenenfalls für Strecken überbrücken müssen und für Höhenunterschiede. Dementsprechend habe ich eine gute Lang reingebaut, dass wir auch ordentlich Power haben. Befeuert wird das Ganze von einem Corsair SFX 450 Watt Netzteil. Das Netzteil ist voll modular, was natürlich ganz praktisch ist, weil man hier sowieso schon überhaupt keinen Platz hat. Dementsprechend habe ich nur die Kabel verbaut, die ich auch wirklich gebraucht habe. Kabelmanagement ist jetzt nicht wirklich schön. Habe mir da jetzt auch nicht mega viel Mühe gegeben, weil den PC habe ich am Abend vor dem Urlaub noch kurz zusammengebastelt. Mit den 450 Watt haben wir auch genug Leistung, um unsere 2080 Ti Strix zu versorgen. Denn tatsächlich hier in dem Dan-Case ist eine 2080 Ti Strix drin mit einem Heatkiller Waterblock, der natürlich sehr, sehr schön ist. Auch hier haben wir wieder das Problem mit den Anschlüssen. Ihr seht auch hier hinten, das ist jetzt nicht so mega elegant gelöst. Hier sind die Schläuche durchgesteckt. Die sind jetzt ein bisschen zusammengedrückt durch den Transport. Als ich das mal getestet habe, also ihr seht, da ist schon Wasser drin in den Schläuchen. Also ich habe das schon mal getestet mit einem Eimer Wasser. Da hat es sehr, sehr gut funktioniert. Muss ich nur schauen, vielleicht muss ich hier nochmal neue Schläuche hinmachen, das ein bisschen ja, entknicken, muss ich mal sagen. Aber jetzt bauen wir das Teil erstmal wieder zusammen. Oder wir lassen es das mal offen für den Test. Ich glaube, wir lassen es das mal offen für den Test. Ich habe jetzt schon die Schläuche für unseren Wasserzufluss von außen angeschlossen. Also wir haben jetzt hier 2 so kleine Wickelverbinder dran und haben auch mal geschaut, dass es hier innen einigermaßen passt mit den Knicken. Hier ist noch so ein bisschen Knick, der wirklich jetzt nicht so mega schön ist, aber man kann durch den Schlauch einigermaßen angenehm durchpusten. Dementsprechend sollte da das Wasser auch irgendwie seinen Weg durchfinden. Schließen wir noch kurz Strom an. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt frage ich mich gerade, ob der schon angegangen ist. Nein, ist er nicht. Okay, also wir haben schon mal überall Licht. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Wie gesagt, PC ist vorgetestet. Dementsprechend sollte soweit eigentlich alles funktionieren. Windows ist auch schon drauf und so weiter. Wollen wir den benutzen hier. Dann zeige ich euch jetzt mal kurz, wie wir das ganze Teil überhaupt anschließen wollen. Also das ist ja hier unser wunderschöner Ausblick mit unserem Pool, unserem Whirlpool. Das ist eigentlich genau das gleiche Teil. Also eine Wasserquelle. Es ist nicht irgendwie so, dass der Whirlpool wärmer wäre oder sowas. Und dann haben wir hier das wunderschöne Meer, wo jetzt gerade Flut ist. Und der Unterschied zwischen Flut und Ebbe ist auch wirklich sehr, sehr groß. Also es sind so 40 cm. Und eigentlich war mein Plan, dass wir hier hinten runter zum Meer die Schläuche legen. Und ihr seht, das ist schon sehr, sehr weit. Und wenn ihr jetzt so runterschaut, dann seht ihr, ja, da gehen nochmal 2 Meter nach unten drauf. Dementsprechend, das wird nichts werden. Also haben wir uns entschieden, dann beheizen wir also ein bisschen unseren Pool und machen wir so ein bisschen wärmeres Poolwasser, dass wir auch schön nachts noch baden gehen können. Deswegen habe ich jetzt schon mal die Schläuche hier rausgelegt. Und zwar ist das hier der Zufluss, also da wird quasi das Wasser angesaugt. Die Pumpen saugen ja nicht wirklich, dementsprechend müssen wir jetzt auch erstmal Wasser in den Kreislauf bekommen. Aber hier saugt dann die Pumpe an, wenn sie mal befüllt ist. Und dass kein Schmutz ins System kommt, habe ich mir natürlich überlegt, was mache ich, weil ursprünglich wollte ich es ja ins Meer halten. Da ist es dann ein bisschen schwieriger. Deswegen habe ich mir diese Filterkonstruktion gemacht. Also wir haben hier einen Coolants Inline Filter und hier vorne einen ganz normalen Anschluss für unseren Schlauch. Den machen wir jetzt mal kurz hin. Und auf der anderen Seite habe ich einen Y-Adapter hingemacht. Einfach nur erstmal, dass das Ding ein bisschen mehr Gewicht hat, schön im Wasser hängen bleibt und falls jetzt was Größeres kommen sollte, dass es nur einen Zufluss verstopft und nicht gleichzeitig beides. Dann würde ich sagen, hängen wir das jetzt mal in unseren Pool rein. Guck, guck, guck.
Und dann ziehen wir über die andere Seite mal so ein bisschen Wasser an. Das wird jetzt ein bisschen dauern. So, da sieht man, kommt schon durch. Damit sollte das funktionieren. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal kurz rein und schalten mal den PC an. Wenn jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Natürlich ist es ordentlich mal Luft im Kreislauf, das muss jetzt mal alles raus aus den ganzen Kühlern. Radiatoren haben wir ja keine, Ausgleichsbehälter haben wir dementsprechend auch keine. Deswegen ist das System auch sehr leicht, trotz Custom-Wasserkühlung, weil eben keine befüllten Radiatoren drin sind oder sonst was. Und solange unser Pool immer schön Frischwasser bekommt, haben wir auch kein Problem mit den Temperaturen, weil da drin sind ja ein paar tausend Liter Wasser. Und bis man die jetzt mal warm hat, ja, dafür geht sehr, sehr viel Zeit. Schauen wir mal kurz an, wie das Wasser rausfließt. Ist jetzt nicht der größte Durchfluss aller Zeiten, aber das wird auf jeden Fall sehr gut ausreichen, um unsere Grafikkarten und die CPU zu kühlen. Also würde ich sagen, lassen wir das einfach im Pool liegen. Schauen wir uns mal kurz die Temperaturen von CPU und Grafikkarte an. Wir starten einfach mal eben mit einem kurzen Cinebench R20. Dauert ja ein bisschen länger als R15, aber ich habe nur R20 drauf. Und schauen mal in Hardware-Info, wie das so aussieht. Natürlich 3800X. Der hat immer ein bisschen mehr Spannung, dadurch, dass der Boost zu viel höher ist. Dementsprechend Temperatur ist echt okay. 70 Grad unter Last gerade. Maximale Temperatur, die er bisher hatte, war 75 Grad Celsius. So angenehm kann man arbeiten. Also 70 Grad unter Last. Das ist schon mal sehr, sehr gut für die CPU. Knapp 7000 Punkte im R20. Ich glaube, das passt ungefähr vom Score. Ich habe jetzt die Werte beim R20 nicht so krass im Kopf. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch so ein richtiger Fanboy vom R15 bin, weil ich den einfach so viele Jahre verwendet habe. Dementsprechend weiß ich auch einfach immer, was so die Werte sind. Da machen wir jetzt ein bisschen Thermalk. Thermalk ist natürlich wirklich ein absoluter Killer für die GPU. Werfen wir mal Thermalk an. Jetzt nur eine relativ kleine Auflösung. Spielt jetzt aber erstmal nicht so die Rolle. Die GPU-Temperatur geht jetzt hoch auf 40 Grad. Können wir mal kurz in GPU-Z kontrollieren, wie die Werte aussehen. Sehen die GPU-Z, Leistungsaufnahme ist bei 250 Watt. Dementsprechend also sind wir schon gut am Limit der Karte, das passt schon. Power Consumption ungefähr 100% TDP. Wenn man natürlich jetzt Thermalk noch größer skaliert, höhere Auflösung, dann wird das noch ein bisschen höher werden. Soweit passt es aber, einfach nur mal zu schauen, wie die Temperaturen sind. GPU-Temperatur die ganze Zeit 39, 40 Grad. Ich würde sagen, was wir mehr, also für den Urlaub, Poolkühlung, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein absoluter Erfolg. Bis die paar tausend Liter warm sind, ist schon wieder nachts, dann kühlt der Pool sowieso wieder ab und dann passt das schon wieder, weil wir sind jetzt auch am Abend gerade, hier ist es ungefähr 17:30 und dementsprechend ist der Pool jetzt, sage ich mal, auch an der Höchsttemperatur, wärmer wird er nicht. Ich glaube, wir haben so 28 Grad Wassertemperatur in dem Ding, was für eine Wasserkühlung ohne Radiator auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool ist. Dann würde ich sagen, Pool-PC läuft und dann können wir übergehen zum Q&A. Vielleicht schneiden wir euch noch so ein bisschen Filmmaterial rein, was wir hier im Urlaub erlebt haben. Das hier ist übrigens die Südseite der Inseln, also es sind zwei Inseln, die hier und die, auf der ich gerade stehe, die miteinander verbunden sind. Und da hinten ist irgendwo unser Bungalow. Ich weiß nicht, ob ihr die Location hier kennt aus Hitman, die Malediveninsel. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Wenn es euch einfällt, packt es gerne unten rein. Aber daran erinnert mich das natürlich sehr, sehr krass.
Wir sitzen jetzt hier an unserem schönen Pool am Sonnenuntergang. Ich hoffe, wir haben genug Zeit, bevor die Sonne untergegangen ist. Ich habe hier natürlich in mein absolut hochqualitatives Kunststoffglas, was könnte man anders erwarten, außer Cola Zero, beziehungsweise es ist Diet Coke. Diet Coke ist nicht so geil wie Cola Zero, muss man einfach sagen. Wir trinken ja eigentlich keinen Alkohol oder sehr, sehr selten, dementsprechend auch im Urlaub. Nichts anderes. Und ja, genau, ich habe auf Instagram und auf YouTube gefragt oder gebeten, dass ihr Fragen stellt. Mary hat die ganzen Fragen durchgeschaut. Ich glaube, das waren insgesamt um die 500 Fragen oder sowas. Ja. Hat ein bisschen was rausgefiltert und das werden wir jetzt mal so nach und nach ein bisschen durchkämmen. Ich weiß nicht, ob wir alle Fragen beantworten. Wahrscheinlich nicht. Wir schauen mal. Prost. Prost. Sagen, legen wir los. Wir nehmen mit dem Handy auf und zusätzlich Roomservice? Nein. Wir nehmen mit dem Handy auf und ich habe zusätzlich noch ein anderes Mikrofon dabei. Vielleicht hört man das Meeresrauschen, vielleicht hört man zu viel Wind. Ich weiß es nicht, wir werden es zusammenschneiden. Darfst anfangen. Okay, die erste Frage. Wieder Cola-Werbung? Fängt das schon sehr gut an, würde ich sagen. Natürlich immer Cola-Werbung, weil ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Coca-Cola Company sich irgendwann meldet und sagt, alles klar, Roman, du kriegst ein lebenslanges Cola Zero Sponsoring. Daran arbeite ich noch hart, aber bisher ist es leider immer noch nicht passiert. Dann beantworte doch mal, wie warm haben wir es denn gerade hier? Jetzt ist es ein bisschen kühler geworden. Ich glaube, mittlerweile sind es um die 28, 29 Grad. Tagsüber ist es ja hier mal so um die 30, 31 Grad. Malediven ist ja sehr, sehr temperaturstabil. Das ist einer der Gründe, warum ich das hier so sehr liebe. Weil man eigentlich keine Temperaturschwankungen hat, sowohl tagsüber als auch nachts. Dementsprechend gewöhnt man sich sehr, sehr, sehr schnell an die Temperatur. Wassertemperatur ist auch immer um die 26, 27 Grad. Perfekt. Kann man bei Case-King ein Praktikum machen? Bei Case-King kann man mit Sicherheit ein Praktikum machen. Generell, wenn ihr Fragen zu Jobs bei Case-King habt. Bei Case-King gibt es eine extra Unterseite für Jobs. Da könnt ihr mal schauen, was gerade offen ist. Und ihr könnt natürlich auch immer Initiativbewerbungen machen. Schreibt eine E-Mail hin und sagt, ey, ich möchte gerne ein Praktikum machen in der Systemintegration, da werden zum Beispiel die PCs gebaut oder im Lager oder wo auch immer, dann wendet euch einfach an jobs@caseking.de, könnt ihr gerne hinschreiben. Dann sag uns doch mal, was der beste Döner in Heilbronn ist. Sehr gute Frage, würde ich sagen. Bester Döner in Heilbronn, würde ich sagen, also ich komme ja aus Heilbronn, für die Leute, die es nicht wissen, oder in der Umgebung von Heilbronn, in so einem kleinen Kaff nebendran. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist das Ötz-Urfer Grillhaus, heißt das Ganze. Ist in der Südstraße, glaube ich. Oder zumindest Südstraße stimmt gar nicht, ich weiß es nicht. Ist am City Center Süd, jetzt ist es mir eingefallen, beim Bike Max. Ihr wisst Bescheid, die aus Heilbronn kommen. Roman, was ist denn dein Abischnitt? Mein Abischnitt ist tatsächlich gar nicht so gut. Generell waren meine Noten eigentlich nie mega gut, weil ich mich immer auf andere Dinge konzentriert habe. Ist einfach so. Ich hatte nie wirklich Bock auf Schule. Ich habe mich durchgequält, erst durch die Realschule, dann aufs technische Gymnasium gewechselt. Und ich glaube, mein Abischnitt war 2,7. Müsste nachschauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es 2,7 ist. Mein Studiumsschnitt war deutlich besser, der lag dann letztendlich bei 2,1. Wie viel hat denn hier der Urlaub gekostet? Ja. Wie viel hat der Urlaub gekostet? Ja, also wir sind hier in Niyama, Malediven. Ihr könnt googeln, schickt eine Preisanfrage an Niyama, dann wisst ihr es. Ich weiß es ja auch nicht und ich wollte es ja auch nicht wissen. Bestimmt aus einem guten Grund. Ja, besser ist es. Hast du denn hier etwas auf den Malediven gefunden zum Übertakten? Ja klar, wir haben ja unseren eigenen PC mitgebracht, dementsprechend ist das kein Problem. Ansonsten habe ich leider relativ wenig gesehen. Ich habe mir jetzt aber auch nicht so viel Gedanken gemacht und nach so viel Ausschau gehalten, weil es ist tatsächlich Urlaub. Auch wenn wir jetzt so ein Video hier machen, weil wir machen das einfach unheimlich gerne sowas und filmen gerne und sowas, machen gerne Fotos. Das ist für uns ja auch Spaß, weil das alles, YouTube ist am Ende alles Hobby. Und dementsprechend mache ich das auch im Urlaub gerne, aber halt nicht jeden Tag und nö, hab nichts gefunden. Hast du den PC an der Rezeption overclockt? Lustigerweise gibt es hier keine Rezeption. Das hat mich auch ein bisschen verwundert, als wir hier angekommen sind, haben die gesagt, willkommen an der Rezeption und wir standen mitten im Meer. Es gibt einfach keine, weil jede Villa hat so ihren eigenen persönlichen Betreuer und an den wendet man sich und was ist. Und dementsprechend, nee, auch den habe ich nicht übertaktet. Wie kam es eigentlich dazu, dass du Overclocker geworden bist? Sehr, sehr lange Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal so im Detail erklärt habe. Ich habe auch lange überlegt, ob ich mal so eine kleine Videoreihe mache und so meinen Weg, sage ich mal, so ein bisschen beschreibe, weil viele Leute immer wieder fragen, Roman, wie ist dein Werdegang, Lebenslauf, was arbeitest du, was hast du gelernt und so weiter.
Und das so kurz zu erklären ist immer so ein bisschen so schwierig. Ich kann einfach nur sagen, ich habe mit ca. 16 angefangen, so vom Hardcore-Gamer, wirklich krass gesuchtet, jeden einzelnen Tag. Ich habe nichts anderes gemacht. Also ich bin in die Schule gegangen, nur um zu warten, dass ich wieder nach Hause an den PC gehen kann. Ist einfach so. Und irgendwann habe ich dann die Liebe für Hardware entdeckt. Irgendwann dachte ich dann so, ey, das macht einfach viel mehr Spaß, Benchmark-Rekorde zu jagen und mich damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert ein PC. Das hat mir dann ab einem gewissen Punkt einfach mehr Spaß gemacht. Und so bin ich dann zum Overclocker mutiert. Dann gehe ich doch weiter. Was hast du denn studiert? Ich habe Mechatronik und Mikrosystemtechnik studiert, das Ganze allerdings als, ich sag mal, duales Studium. Bei uns hieß es kooperatives Studium, ist aber am Ende so gut wie das Gleiche. Mit dem Unterschied, dass es eben nicht an einer dualen Hochschule war, sondern an einer normalen FH. Ich war an der FH in Heilbronn und habe das Ganze mit NBW gemacht, also dem Energieversorger aus Baden-Württemberg. War da auch sehr lange bei dem Kohlekraftwerk, bevor jetzt die Klimaaktivisten kommen. Ich arbeite da nicht mehr, es ist alles gut. Ihr müsst euch nicht aufregen. Hat mir aber sehr, sehr viele interessante Einblicke gegeben. Es ist wirklich technisch gesehen extrem interessant, in einem Kraftwerk zu arbeiten. Also so aus einem, ich sag mal, Maschinenbauer Perspektive ist es wirklich sehr, sehr cool. Ich habe sehr viele interessante Erfahrungen mitgenommen. Habe dort eben auch gelernt, wie man dreht, fräst, CNC, fräsen, dieses ganze Zeug, wo ich dann meine eigenen Physik-Stickstoffkühler entwickelt habe und auch konnte. Das haben die mich dort auch machen lassen, haben gesagt, ey, kein Problem. Benutzt einfach unsere CNC-Fräsen, macht es, wenn dir das Spaß macht. Also das war dann in meiner Ausbildung, weil ich habe ja vor dem Studium noch eine Ausbildung gemacht. Und das hat mir auf meinem ganzen Weg auf jeden Fall sehr geholfen. Dementsprechend bin ich dem Unternehmen auch extrem dankbar. Die haben auch gesagt, auch wenn du da nicht mehr bleiben willst am Ende, wir stehen dir nicht im Weg, wir helfen dir bei allem. Das war sehr, sehr cool. Also, ja. Was erwartest du beruflich und privat vom Jahr 2020? Beruflich und privat erwarte ich vom Jahr 2020 gar nichts. Ich habe nie Erwartungen an irgendwas. Ich arbeite einfach nur jeden Tag. Also für mich gibt es nie so dieses, ich sehe mich in 10 Jahren dort, sondern für mich ist jeder Tag, ich stehe morgens auf, arbeite so viel ich kann und gehe abends ins Bett. So ist tatsächlich jeder Tag von mir. Also es gibt bis auf diesen Urlaub sehr, sehr wenige Tage, die ich frei mache, wo ich nichts arbeite. Für mich ist es wirklich jeder Tag, ich stehe morgens auf, setze mich an den PC, arbeite meine Sachen, mache Videos, mache Tests. Ich habe ja auch noch andere Unternehmen, um die ich mich kümmern muss. Und ja, das geht dann bis nachts um 12 und dann fängt der Tag irgendwie wieder von vorne an. Und ich versuche halt so viel wie möglich zu machen. Und wenn ich das am Ende vom Jahr geschafft habe, dann war es gut. Und privat, würde ich sagen, läuft auf jeden Fall auch alles sehr, sehr gut. Also, ja.